Du liegst gerade im Dunkeln. Oder du starrst auf einen Bildschirm und tust so, als würdest du arbeiten. Aber du spürst dieses ganz bestimmt gewickt in deiner Brust. Dieses Gefühl, das immer dann auftaucht, wenn dir klar wird, dass du nur noch eine Nebenrolle in deinem eigenen Leben spielst. Du hast auf eine Version von dir gewartet, die gar nicht existiert, damit sie auftaucht und dich rettet. Du glaubst, es gebe ein zukünftiges Ich, das disziplinierter ist, mutiger, weniger Mut. Aber diese Person ist ein Geist. In diesem Video wirst du lernen, dass dieser Geist nicht kommen wird, dir zu helfen, weil du ihn selbst umgebracht hast. Mit jedem Leisen nicht hüt, dass du jemals gepflastert hast. Es ist jetzt still, nur wir beid. Denk mal darüber nach, wie du den heutigen Morgen verbracht hast. Denken die ersten 30 Sekunden nach dem Aufwachen. Du hast diesen sofortigen Drang gespürt, zu flüchten, oder? Du hast nach dem Handy gegriffen, noch bevor den Augen richtig offen waren. Du musstest sehen, was an der Lut machen, damit du dich nicht der Tatsache stellen musstest, dass du selbst gar nichts machst. Du hast gescrollt, du hast Benachrichtigungen gecheckt, die völlig egal sind. Du hast den Gehirn mit digitalem Junkfood gefüttert. Nur dies ließ Angst wie dem Wachsen zu bekämpfen. So sickert den Leben davon, nicht in einer gültigen Explosion, nicht durch einen tragischen Unfall. Es sickert durch die Riss deiner bequemen Nachmittag. Du erzählst dir selbst, du siehst beschäftigt, du hast E-Mails, du hast Erledigungen, du hast Pläne. Aber wenn wir das alles weglassen, was bleibt dann übrig? Du rennst auf der Stelle. Du bist am Ende des Tages erschöpft, aber du bist der Person, die du wie 5 Jahren versprochen hast zu sein. Keinen Zentimeter hergekommen. Die Tage verschwimmen. Mein Tag sieht aus wie Donnerstag. Dieser Monat sieht aus wie der letzte. Du wartest auf ein Zeichen. Du wartest auf ein Kreis oder ein Wunder, die Wilderung anzustoßen. Aber die Wahrheit ist, der richtige Zeitpunkt ist ein Lüge, die du dir erzählst, den Schmerz aber den eigenen Fähigkeit nicht spüren zu müssen. Du bist süchtig nach der Bequemlichkeit deiner eigenen Enttäuschung. Sie ist vertraut. Sie ist sicher. Sie ist wie ein Warmdeck aus vielleicht nächst Watch. Lass uns aber die Abmachungen sprechen, die du unter der Dusche triffst. Du kennst sie. Du stehst im warmen Wasser und du planst. Du bist inspiriert. Du entschiedest, dass morgen der Tag ist, an dem sich alles ändert. Du spürst diesen Stoßstoß, nur weil du darüber nachdenkst, hart zu arbeiten. Du holst dir den Dopamin-Kick des Erfolgs, ohne die Arbeit wirklich gemacht zu haben. Und in dem Moment, in dem du rausstiegst und dich ansiehst, wird die Welt wieder laut. Und du lässt dies Vision verfliegen wie den Dampf im Spiegel. Du wirkst dich selbst noch wie dem Frostag. Und du hast nicht einmal den Anstand, dich bei der Person zu entschuldigen, die du da gerade hintergehst. Der Feind ist nicht die Wirtschaft. Es ist nicht dein Chef. Es ist nicht den Erziehung oder den Mängel an Ressourcen. Der Feind ist die Tatsache, dass du ein Profi darin Jordan bist, mit deinem eigenen Potenzial zu verhandeln.
Du bist ein Expert darin, dir Dinge ausreden, die wichtig sind. Du sagst dir, du würdest dich ausruhen, worin du in Wahrheit einfach nur wartest. Du sagst dir, du würdest dich vorbereiten, worin du eigentlich nur prokrastinierst. Schau dir den Hund an. Schau dir den Leben an. Bist du wirklich stolz? Oder bist du nur verdammt gut darin? So dann also, du hast einen Kaffee aus ich Fanjan. Gebaut und du lebst schon so lange darin, dass du angefangen hast, die Gittesby zu lieben. Jedes Mal, wenn du auf den Handy schaust, eine schwierigen Aufgabe auszuweichen, stehst du für den eigenen Bedeutungslosigkeit. Jedes Mal, wenn du den leichten Weg wählst, sagst du deinem Unterbewusstsein, dass du die Anstrengung nicht wert bist. Und das Schlimmste darin, du bist der Einzige, der es weiß. Alle anderen sind die Mask. Sie sehen, wie du klarkommst. Sie sehen die Person, der es ganz gut geht. Aber du kennst die Wahrheit. Du kennst die Lücken. Du kennst die Stunden, die du damit verschwendet hast. Die Wand anzustarren, weil sich die Arbeit so schwer anfühlte. Du kennst die Projekt, die du angefangen an den irgendeinem Ordner sterben lassen hast, weil du Angst hattest, wie ein Anfänger auszusehen. Zeit ist keine erneuerbare Ressource. Sie ist ein Feuer, das dich jede Sekunde versenkt. Du tust so, als hättest du 1000 Jahre Zeit, alles auf die Reihe zu kriegen. Hast du nicht, während du dich selbst findest. Rot dir die oder den Gesundheit, den Gelegenheiten und den Schärf, die Versionen deines Lebens, die MIT 20 möglich wären, sind weg. Die Fenster, die MIT 25 offen standen, schließen sich gerade. Das ist wer, das zu rennen, das sollt es. Es sollt dich krank machen. Denn die Verwilderung, noch der du sagst, ist kein Ziel. Es ist kein Kontostand oder ein Titel. Es ist das Ende Bürgerkriegs in deinem eigenen Kopf. Es ist der Moment, in dem du aufhörst, dich selbst zu belegen. Es ist der Moment, in dem dir klar wird, dass das später der Ort ist, in dem Trun verfallen an zu Bitterkeit werden. Überleg mal, wo du in 10 Jahren sein wirst, wenn du dich heute nicht änderst. Nicht die hoffnungsvolle Version, die logische Version. Wenn du weiterhin dieselben Entscheidungen triffst, denselben Impulsen nachgibst und dieselben Ausreden benutzt, wo landest du dann? Du landest als jemand, dölter ist, Mutter und erfüllt von einer Art von Ruhe, die man MIT keinem Geld der Welt heilen kann. Du wirst die Person auf der Party sein, die darüber redet, was sie fast Gettenheit. Ist das genig für dich? Ist das Erbe, das du hinterlassen willst? Verwilderung hat nichts damit zu tun, sich gut zu fühlen. Es geht nicht darum, einen Funken zu finden. Es geht die brutal, repetitive, unglamourous Arbeit. Genau das zu tun, was du angekündigt hast. Besonders dann, wenn du dich wie ein Hohlhall fühlst. Es geht darum, dein eigener Herr zu sein, anstatt dein eigener Sklave. Es geht darum, den einfachen Weg zu sehen und den harten zu wollen. Nicht, weil du ein Mörderer bist, sondern weil du endlich begreifst,
dass der Einweg weg Geradugs auf einen Abgrund suffert. Du brauchst kein weiteres Batsch. Du brauchst keinen weiteren Podcast. Du brauchst mich nicht, dir zu sagen, was du tust. Du weißt liegst, was geworden muss. Du weißt seit Monaten, wie seit Jahren. Du wartest nur auf die Erlaubnis, großartig zu sein. Eben niemand wird kommen und sie dir geben. Der Welt ist egal, ob du scheiterst. Tatsächlich ist für die Welt einfacher, wenn du genau da bleibst, wo du bist. Lies, konsumierend und passt. Hier ist sie also. Die Wahrheit, der du aus dem Weg gehst. Das Leben, das du willst, wird gerade unter dem Leben begraben. Mit dem du dich zufrieden gibst. Jed Stand, die du verbringst, ist ein Stand, die du der Person gestohlen hast, die du eigentlich sein solltest. Du ermordest dein eigenes Potenzial gerade mit 1000 kleinen Schnitten namens morgen. auf das richtige Gefühl zu warten. Gefühl sind Lügner. Die Motivation, nicht der du sagst, ist ein schwerer Freund, der dich verlässt, sobald es schwierig wird. Du brauchst keine Motivation. Du brauchst ein Rückgrat. Du musst in den Spiegel schauen und so eingeübt sein, dass du dich endlich bewegst. Die Still ist jetzt wieder da. Du hörst sie, oder? Das ist das Gegusch deines Lebens, wie es an dir vorbeizieht. Du kannst jetzt zurück zum Scrollen gehen. Du kannst zurück zu deinen Plänen. Du kannst zurück zu der Lüge gehen, dass du am Tag anfangen wirst. Oder du gibst endlich zu, dass mein Tag nur ein anderes Wort für niemals ist. Du warst viel zu lange nur ein Zuschauer in deiner eigenen Seele. Es ist Zeit, mit dem Zuschauen aufzuhören und anzufangen zu existieren. Nicht, weil es leicht ist, nicht, weil es Spaß macht, sondern weil die Alternative ein langsamer, leiser Tod ist, rennt den Hers Notschuld. Du weißt, was du zu tun hast. Du hast es schon immer gewusst. Die einzige Frage, die bleibt, ist, ob du den Mut hast, aufzuhören. Den eigenen Grund in Kausching zu sein. Sei der Mensch, der du versprochen hast zu sein. Wenn dieses Gespräch das war, was du rennen musstest, wirst du wissen, was als nächstes zu tun ist.